In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du mit ein paar gekauften Produkten deine eigene Wallart erstellst und das als digitales Produkt verkaufst. Es ist ja jetzt nun mal so, ne? Man kann viele Sachen selber machen, man muss aber nicht, weil es vieles auch schon gibt. Und wenn du bereit bist, ein paar Euro für digitale Produkte zu investieren, dann ist das gar keine große Sache. Dann kannst du daraus deine eigenen Produkte entwickeln, deine eigenen Produkte erstellen. Und hier geht das jetzt auf zwei verschiedene Arten. Entweder du erstellst dein Dokument und verkaufst das Dokument ja als digitales Produkt. Darum geht es ja hier auf dem Kanal. Wir wollen ja digitale Produkte erstellen und verkaufen, weil das den großen Vorteil hat, dass du nicht mehr eingreifen musst. Ne? Du verkaufst das Produkt und derjenige kann sich das selber ausdrucken und dann natürlich an die Wand hängen. Du kannst aber auch hingehen und kannst das Ganze selber drucken, zum Beispiel auf Aquarellpapier und dann als Druck verkaufen. Dann hat derjenige, der das kauft, natürlich ein schönes Bild für sein Zuhause. Wenn du ein digitales Produkt so verkaufst und derjenige das dann runterladen und benutzen kann, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass er das weitergibt, ne? Oder sehr viel häufiger ausdruckt. Ne? Wenn dir das bewusst ist und du einfach sagst, okay, es ist mir egal, ich mache das trotzdem so, weil es ist eben toll, wenn ein Verkauf reinkommt, dass ich mich da nicht weiter drum kümmern muss, ja, dann ist das genau das Richtige für dich. Ich zeige dir jetzt am Rechner, welche Produkte ich mir davon für Creative Market rausgesucht habe und wie das Ganze funktioniert und wie du vielleicht auch so ein bisschen Inspiration bekommst. Wir benutzen dabei dieses Organic Design, weil das jetzt eben trendy ist und ja, wir machen doch das, was trendy ist irgendwie. Okay, ab an den Rechner. Okay, ich habe zwei Produkte hier. Das ist einmal Inspired by Nature Volume 1 und einmal Modern Art Collection Volume 2. Und beides geht bei Creative Market. Ich verlinke das hier in der Infobox und ich schaue jetzt einmal mit dir gemeinsam in den Ordner rein. Und hier sind Botanicals drin und ja, ich gehe jetzt einmal ganz schnell mit dir den Ordner durch, damit du eine Idee bekommst, was da drin ist. Du siehst schon Blumen in Line Art, ja, ganz einfache Formen, woraus man aber durchaus etwas Schönes machen kann. Ich nehme jetzt auch noch mal den anderen Ordner. Ist nämlich sehr viel mehr drin. Okay, habe ich das schon aufgeklappt, die verschiedenen Ordner hier. Da sind einmal hier Abstract Lines drin. Ja, mache ich die mal. Das sind wirklich einfach abstrakte Linien, ne? Einfach ein paar Linien gezeichnet. Und ja, das ist natürlich ganz, ganz simpel, ne? Aber sehr hilfreich, wenn du dir gleich deine eigene Wallart zusammenstellst. Ne? Dann habe ich hier noch Compositions. Ich klicke einfach mal wild irgendwo rein. Und du siehst schon, das kannst du natürlich auch wieder Teile nehmen oder alles, je nachdem, was du gerade brauchst. Nur einmal ganz schnell durchgescrollt. Dann habe ich hier noch im Angebot Miscellaneous Graphics, also verschiedenes. Einfach nochmal einmal durchgehen. Du siehst auch schon wieder, hier wiederholt sich das, ist auch wieder Line Art. Ne? Wir können mal das hier nehmen, einfach nur, weil hinter dieser Blume noch ein bisschen Farbe hinterlegt ist. Nehme ich das mal einmal und ziehe das in Photoshop rein. Du siehst, ich habe mir hier schon ein paar Sachen zurechtgelegt. Ich gehe noch mal einmal hier mitten rein und zeige dir, was hier so drin ist. Also ja, wahrscheinlich wirst du denken, oh Gott, das ist ja ganz simpel und kann ich mir selber machen. Ja, kannst du dir selber machen, aber du musst es halt auch alles machen, ne? Und das dauert seine Zeit. Kannst du machen, dann kannst du das Set auch noch verkaufen, super, und dann daraus Wallart erstellen. Klasse Sache, ist auch gar nicht schwer. Klar, nimmst du dein iPad, kannst du malen oder du malst auf ein Stück Papier, scannst das ein und hast daraus dein Produkt. Kein Problem, kannst du machen. Ich zeige dir gleich nochmal etwas. Hier jetzt erstmal noch ein paar Shapes. So, was sollst du jetzt mit dem ganzen Zeug machen? Ja, sieht ja erstmal sehr wir aus. Und ja, was macht man mit dem Zeugs überhaupt? Ich zeige dir jetzt mal hier ein Bild, was zeigt, was man daraus machen kann. Nämlich, ja, Wallart, ne? Also schöne Bilder für die Wände und du siehst, woraus das hier besteht. Einfach Kreise oder Formen, ein paar Punkte und Striche und eine Blume als Lineart, ne?
kann man daraus machen. Ganz, ganz simpel. Wichtig wäre dabei, dass man dann hier wirklich einfach gefüllte Formen nimmt. Auch die kann man sich natürlich komplett selber erstellen. Ne? Das hier vielleicht nicht, ne? Aber wenn wir uns jetzt an so ein Bild hier einmal halten wollen, ich mache nochmal alles weg, was ich da jetzt so drin habe, dann ich mache die mal einfach alle zu. Und du siehst, auch das hier ist wieder ganz, ganz simpel. Ne? Ich mache jetzt einfach nur mal einmal diese Sachen hier zu, damit du sehen kannst, wie schnell das erstellt ist. Also ich gehe jetzt hier auf mein Werkzeug, ja, Ellipse meinetwegen, ziehe hier eine Form hin und nehme hier aus der Farbpalette, die wir eben gemeinsam erstellt haben, einen Ton raus. Ja, mach mal irgendwas Helles und verschiebe das Ganze. Ich kann das natürlich auch noch verzerren, ne? Das ist das Schöne daran. Also ich bin hier in Photoshop, selbst hier kann ich das alles verzerren. Kann man hier nochmal machen. Ein paar seltsame Formen erstellt. So. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Ich will das Ganze jetzt ein bisschen größer haben, deswegen habe ich das jetzt hier einfach weggezogen. So, ein bisschen hier hin und gebe der Sache nochmal eine andere Farbe. Und dann können wir wieder dieses Line Art benutzen, also was wir hier haben, diese Botanicals. Gehe ich mal einmal hier raus und nehme einmal von den Blumen etwas. Ja, mal gucken, was können wir denn hier Schönes nehmen. Ja, nehmen wir doch einfach das und setze das mal hier rein. Und dann habe ich was Ähnliches wie das, was mich gerade inspiriert hat und doch wiederum was ganz anderes. Ja. Je nachdem, worauf du gerade hinaus willst, was du gerade erstellen willst. Ich kann das natürlich auch hier noch komplett wieder ändern. Ne? So, vielleicht setze ich den mal nach unten und mache dann noch hier einen nach oben und verforme das Ganze oder gebe der Sache noch mal eine andere Farbe. Und verforme das vielleicht noch mal hier mit dem Tool. Ja. Und schon habe ich meine abstrakten Formen und ich habe mein Line Art aus dem Paket genommen. Ganz simpel, ja, und dennoch wirkungsvoll. Könntest du dir vorstellen, dass sowas irgendwo an der Wand hängt? Ja, vielleicht. Ne? Vielleicht nicht nur alleine, sondern vielleicht mit ein paar weiteren. Aber das kann man verkaufen. Das ist ganz einfach erstellt und du kannst deine ersten digitalen Produkte auf diese Art und Weise erstellen. Mit Hilfe von Creative Market vielleicht. Oder, naja, du malst dann vielleicht selber. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hilft dir vor allen Dingen auch erst einmal anzufangen und ein bisschen deine Füße nass zu machen, ne? So ein bisschen da rein zu stolpern und mal auszuprobieren, was alles so möglich ist. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.